Eine CVO von Harley Davidson, ein wunderschönes Motorrad, aber bei 140 fängt das große Flattern an. Herzlich willkommen in der Ampfurther Schmiede. Das ist ein Verkaufsfahrzeug von uns, eine Harley Davidson CVO, Baujahr 2019 mit 117 Kubik-Inch Milwaukee 8 Motor. Also das ist ein Premium-Modell von Harley Davidson, deswegen dieser CVO-Zusatz, damit man das auch am Namen erkennen kann. Das Ding hat wirklich alles, also Boombox, GTS mit Navi und Musikanlage hier im Koffer, vorn drin. Ein wunderschönes Motorrad, aber das Fahrwerk, und das ist leider bei Harley schon immer so, hat Mängel. Also ich weiß nicht, ob die Amerikaner das besser finden. Auf jeden Fall die Telegabel wie ein Schaukelpferd, hinten die Stoßdämpfer. Wenn man einzeln fährt, zu hart. Wenn man zu zweit fährt, schlagen sie durch. Also alles im Allen ist es für unsere Straßen, für unseren Anspruch, ist es nicht gut genug. Und gerade bei so einem Premium-Modell. Und wir haben jetzt gedacht, wir optimieren uns das Fahrzeug für den Verkauf. Wir bauen ein Nivomat-System von Wilbers ein. Da haben wir schon gute Erfahrungen mitgemacht. Und das soll wirklich das Fahrwerk ins nächste Level heben. Bei der Gelegenheit, wenn alles auseinander ist, hier vorne am Drehzahlmesser war noch ein Problem mit der Folie. Die war von der Sonneneinstrahlung so ein bisschen beschädigt. Die werden wir noch wechseln. Dann das Manifold oder den Ansaugstutzen. Der ist seit dem Milwaukee 8 Motoren ist der aus Kunststoff. Und das war eine ganz miese Idee, weil der wird porös, der reißt. Dann zieht der Motor Nebenluft, läuft zu mager und im schlimmsten Fall Motorschaden. Da packen wir jetzt von S&S einen Aluminium-Ansaugstutzen rein. Und dann gibt es noch eine schöne Außenanlage von Jekyll & Hyde, damit auch der Klang entsprechend schön wird. Natürlich elektronisch verstellbar. So, dann zeige ich euch jetzt mal ein paar Bilder vom Umbau und wir sehen uns gleich wieder.
So, das Plastikteil fliegt raus, das Aluminiumteil kommt rein und damit ist dann für immer Ruhe.
So, wow. Also da hat Wilbers wirklich richtig was geleistet. Das Ding liegt wie ein Brett auf der Straße. Ganz präzise Lenkbewegungen, ein Feedback, ein eindeutiges Feedback von der Federung, hinten kein Durchsacken mehr. Ich bin jetzt 50 Kilometer gefahren ungefähr. Es ist Wahnsinn. Also das flattert nicht mehr wie vorher, das geht nicht mehr jeder Spurrille hinterher oder jedem weißen Streifen auf der Straße. Das ist wirklich mega. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, das Nivomat-System von Wilbers. Hinten die Stoßdämpfer, die sich je nach Beladung selbst nivellieren. Und vorne die Wilbers Gabelfedern. Absolut empfehlenswert. Dazu hatten wir ja noch das Anti-Schlinger Kit eingebaut. Das sind neue Schwinglager plus diesen Motoreinsteller, ja, damit der Motor auch gerade im Rahmen steht. Mega geile Sache. Die Außenlage von Jekyll & Hyde hat einen super coolen Klang. Entsprechend der Euronorm natürlich. So ganz laut ist es nicht, aber ey, ist ein schöner Sound, kann man wirklich machen. Und ansonsten, Drehzahlmesser ist jetzt wieder intakt. Da war auf dem Ziffernblatt waren so kleine Beschädigungen, wahrscheinlich von der Sonne oder so, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt auch alles noch gewechselt. Die ist jetzt fertig zur Auslieferung. So, dann kommt die jetzt erstmal wieder in den Kratzspeicher, bis der Kunde kommt und die abholt. Und ich schaue mal, was wir in unserem Kratzspeicher da oben auf 400 Quadratmetern noch für Motorräder finden, die wir optimieren können. Wenn ihr ein neues Motorrad braucht für die Saison, könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder bei Kleinanzeigen schauen. Guckt euch mal um, vielleicht ist was dabei. Wir machen einen guten Preis. Meldet euch mal. Und bis dahin wünsche ich euch gute Fahrt. Ciao.